Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Eine sehr beliebte Page auf unserer Webseite wohnsitzausland.com beschreibt, wie Trader und Trader-Nomaden durch einen Umzug ins Ausland 80-90% Steuern sparen können. Und darüber wollen wir heute mit unserem Steuerexperten Sebastian sprechen. Sebastian, woher kommt das hohe Interesse an Ländern ohne Kapitalertragssteuern? Natürlich ist es so, dass heutzutage die Idee vom passiven Einkommen natürlich sehr beliebt und populär ist. Jetzt, wenn man das noch kombiniert mit Steuerersparnis, also vom passiven Einkommen im sonnigen Süden zu leben, das ist natürlich für jede und für jeden der Traum. Ja. Und wir haben ja auch schon hier auf unserem Podcast mit der Lisa Osada tatsächlich darüber besprochen und das ist ja auch absolut realistisch. Ja. Wer jetzt hier eine große Summe Geld in ETFs investiert, der kann die einfach dort liegen lassen, mehr oder weniger, und kriegt dann hier regelmäßig tatsächlich passives Einkommen raus, ohne dass er irgendwas machen muss, kann den ganzen Tag am Strand liegen und sein Geld arbeitet für ihn. Also es funktioniert. Ja, klingt gut. Aber wenn wir jetzt von Tradern sprechen, dann meinen wir doch eher Leute, die hauptberuflich traden, oder? Also keine Privatiers, die zum Beispiel ihr Depot für sie arbeiten lassen. Genau, du hast recht, ja. Und das ist ja auch genau der Krux an dem passiven Einkommen. Ja, so passiv ist es ja in den meisten Fällen eben nicht. Ja, und wenn ich jetzt eben 6 bis 8 Stunden am Laptop sitze und trade, researche und so weiter und so fort, dann kann man wohl nicht mehr von passivem Einkommen sprechen. Wie wichtig ist jetzt die Unterscheidung zwischen echten passiven Kapitalerträgen und dem aktiven Trading aus steuerlicher Sicht? Also wie wichtig ist es da ganz genau zu trennen und zu wissen, auf welcher Seite ich mich jetzt befinde? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Also das ist absolut steuerlich entscheidend. Ja. Es gibt ja sehr viele Länder, in denen passive wirtschaftliche Kapitalerträge tatsächlich steuerfrei sind. Ja. Natürlich, es gibt immer irgendwelche Regeln und Einschränkungen. Das muss Auslandseinkommen sein. Man darf es nicht ins Wohnbundesland überweisen. Nur bestimmte Arten von Kapitalerträgen sind befreit und so weiter und so fort. Ja. Aber die wichtigste Bedingung ist, dass es sich um passive Einkünfte aus Kapitalvermögen handelt. Das heißt also, es ist zwar Vermögensverwaltung erlaubt, ja, ich kann dort irgendwie einmal pro Woche reinschauen, ja, und auch mal den einen oder anderen Trade machen. Aber es ist einfach was, mit dem ich jetzt nicht sehr beschäftigt bin, sondern um was sich irgendjemand kümmert, mein Investmentmanager, mein Banker, mein Vermögensverwalter. Ich schaue da einfach mal ab und zu rein und das sind dann tatsächlich passive Einkünfte aus Kapitalvermögen. Welche Länder wären das zum Beispiel, wo dann solche Einkünfte steuerfrei sind? Solche Länder, wo jetzt tatsächlich passive Kapitalerträge mit den oben genannten Einschränkungen zum Teil, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, steuerfrei sind zum Beispiel in Europa alleine England, Irland, Malta, Zypern, Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, Schweiz. Und dann haben wir außerhalb von Europa natürlich dann Dubai, Thailand, Panama, Paraguay, Costa Rica und natürlich viele andere. Jetzt ist ja so, dass diese Länder, die du jetzt genannt hast, für Trader nur bedingt interessant sind, weil sie ja als hauptberufliche, also wenn sie es hauptberuflich machen würden, dann doch Steuern bezahlen müssen, oder? So sieht's aus, genau. Also wie gesagt, nochmal, wir reden ja tatsächlich von passiven Einkünften. Passive Einkünfte können natürlich auch sein, ich lebe in Portugal, habe den NHR-Status, mir gehört eine Limited in Irland, die macht irgendein Business, in was ich nicht groß involviert bin, sondern wo ich nur der Eigentümer bin. Ich bekomme dort Dividenden, das ist natürlich auch passive Einkünfte. Aber grundsätzlich ist natürlich, um hier die Steuerfreiheit zu erlangen, wichtig, dass es passiv ist und dass dafür auf dem Territorium des Wohnsitzstaates für nicht gearbeitet wird. Ja, wenn ich jetzt hier Trader bin, ja, und jetzt hier meine 5 oder 6 Screens habe, vor denen ich den ganzen Tag sitze, ja, oder auch nur ein Laptop, dann wird es letztlich als ein lokales Gewerbe betrachtet und ist dort voll einkommenssteuerpflichtig, ja, nicht mal nur Kapitalertragssteuerpflichtig, einkommenssteuerpflichtig, ja. Die Steuerfreiheit ist also dahin. Jetzt sagt man ja aber, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt,
Wer will mitbekommen, wenn ich in irgendeinem Land lebe, das du vorher aufgeführt hast, was ich in meiner Wohnung mache? Also ob ich da Fernsehen gucke, ob ich da Computer spiele oder ob ich trete. Ist richtig. Aber natürlich, selbst wenn es niemand rauskriegt, macht es ja noch lange nicht legal. Also wir haben uns jetzt hier gefragt, wie sieht es rechtlich aus, was ist legal, was ist nicht legal. Wir wollen uns ja nicht darüber unterhalten, wie man jetzt eine lokale Steuerbehörde hier am besten in das Licht führen kann. Mir ist schon klar, das wird natürlich jetzt dem einen oder anderen egal sein. Ich meine, wie gesagt, wir haben auch Mandanten, die leben in diesen Ländern und sind Trader und interessieren sich nicht dafür, was die Steuerbehörde sagt. Und es geht jahrelang gut. Ja, also natürlich ist es so. Wie du schon gesagt hast, so kein Kläger, da kein Richter. Aber dennoch, also meiner Erfahrung nach ist den meisten Mandanten die Rechtskonformität sehr wichtig. Ja, die würden jetzt nicht einfach das auf die leichte Schulter nehmen und sagen, okay, whatever. Jetzt zahle ich halt einfach keine Steuern und mache halt irgendwas, das hier nicht, was nicht wirklich erlaubt ist. Ja. Und wie gesagt, das ist auch vor allen Dingen dann zu beachten, wenn man von Deutschland in ein Niedrigsteuerland umzieht und noch Vermögen in Deutschland hat, also eine GmbH und eine Wohnung und sowas. Ja. Dann unterliege ich da einer weiter beschränkten Steuerpflicht noch für 5 Jahre, muss also dem deutschen Finanzamt alles melden, was ich an Einkünften habe. Heißt nicht, dass ich auch Steuern zahlen muss, aber ich muss zumindest alles melden, was ich habe. Wenn ich jetzt zig Einkünfte habe in hohem Umfang aus Trading und ich kann dem Finanzamt nicht nachweisen, dass ich die lokal irgendwo gemeldet habe und deklariert habe, dann sagt das Finanzamt natürlich ganz schnell, obwohl ich im Ausland lebe, wohlgemerkt, ja, naja, wenn du die Lokalen nirgendwo angegeben hast und die Lokalen nicht steuerpflichtig sind, dann sind sie in Deutschland steuerpflichtig. Also das heißt, Deutschland kann da ganz schnell ein Besteuerungsrecht bekommen. Okay, verstehe. Gäbe es denn jetzt Länder, die du empfehlen kannst, in denen ich legal steuerfrei treten kann? Also wir alle kennen natürlich die üblichen Verdächtigen wie Dubai, Bahamas und diese ganzen Exoten, ja, British Virgin Islands. Und wenn man natürlich dort lebt, da gibt es sowieso keine Steuern. Dann kann ich natürlich auch traden, ohne Steuern zu bezahlen. Ja. Wenn es jetzt nicht ganz steuerfrei sein muss, sondern vielleicht eher steuergünstig sein muss, dann gibt es natürlich auch in Europa viele Möglichkeiten. Also Malta und Zypern kann ich ganz einfach eine Limited gründen. Malta Limited zahlt 5%, Zypern zahlt 12,5% an Steuer. Dividenden sind dann steuerfrei. Ja. Das heißt also, die Limited und dann diese Trading-Aktivität, ich zahle eine kleine Steuer und der Rest ist steuerfrei. Andorra, das gleiche Modell, 10% Steuern. Montenegro hat allgemein nur 15% Steuern. Moldawien oder Moldau hat 12% Steuern. Ja, also das heißt, ich kann mit sehr moderaten Steuern hier das Ganze komplett legal organisieren. Wer in Portugal, Spanien und anderen ähnlichen Ländern lebt, kann über die Gründung einer lokalen Gesellschaft in Kombi mit der Auslandsgesellschaft auch sehr steuergünstig fahren. Das können wir gerne mal in einem Beratungsgespräch klären und erklären. Dazu haben wir jetzt hier keine Zeit. Jetzt habe ich vor kurzem mit einem Bekannten gesprochen, der in Paraguay wohnt. Und ich habe ihn auch darauf angesprochen und dann sagt er, ja, aber ich wohne ja in einem Land mit Territorialbesteuerung und deswegen ist das für mich ja steuerfrei. Und man liest da ja auch auf vielen sogenannten Berater-Websites auch, wenn du in einem Land mit Territorialbesteuerung wohnst, dann musst du keine Steuern bezahlen. Darüber müssen wir jetzt nochmal sprechen, oder? Also, wie gesagt, du weißt ja, dieser Begriff der Territorialbesteuerung ist ja jetzt nicht wirklich ein Begriff aus dem Steuergriff, sondern ein Kunstwort, ja, was von irgendwelchen Bauernfängern erfunden wurde. Ja. Also, wer jetzt in einem Land tradet, von lokal tradet wirklich, der ist dort gewerblich aktiv und dann natürlich auch steuerpflichtig. Natürlich ist es im Graubereich in vielen Ländern, ist ja völlig klar. Haben wir vorhin schon besprochen, wo kein Kläger, da kein Richter. Mir ist auch klar, dass wenn ich in Paraguay dort lebe, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie rauskommen wird, wahrscheinlich extrem gering ist. Aber das heißt natürlich dennoch nicht, dass es in diesen Ländern irgendwelche Gesetzestexte gibt, ja, wo schwarz auf weiß steht, du kannst hier als Trader leben und zahlst keine Steuern. Oder das würde auch ein Anwalt oder Steuerberater in diesen Ländern sagen. Die sagen alle, es ist halt, wie gesagt, ein Graubereich, eine Grauzone und so. Und ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich komme wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, mit der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Wenn man darunter fällt, hat man möglicherweise trotzdem ein Problem. Wenn wir jetzt mal das digitale Nomadenleben kombinieren mit dem Trader-Business, wo liegt denn das steuerlich? Also ich bin jetzt digitaler Nomade und ich erwirtschafte mein Einkommen durch Trading. Natürlich ist das Dasein als Trader-Nomade oder digitaler Nomade, Steuernomade sehr interessant, wer es richtig macht und nirgendwo einen steuerlichen Wohnsitz auslöst. Durch seine Anwesenheit zahlt womöglich nirgendwo Steuern. Wir raten immer, den einzigen Wohnsitz in einem Land zu etablieren, tatsächlich eine Wohnung zu mieten, seine Sachen dort reinzustellen,
sich dort steuerlich anzumelden und so, wo es steuergünstig ist. Also populär ist sicherlich Irland. Das sind Auslandseinkünfte sowieso steuerfrei. Das heißt, wenn ich in Irland dann meine Wohnung habe, aber mich außerhalb von Irlands aufhalte für einen Großteil des Jahres, sind diese Einkünfte auch legal. In Irland komplett steuerfrei. Also das kann auf jeden Fall eine Lösung sein. Ja. Es gibt dann eben in vielen Ländern dann sehr spezifische Regeln. Das heißt, man muss sich dann wirklich damit auseinandersetzen. Also wir hatten ja mal ein Video aufgenommen, da ging es um das Thema USA. In den USA ist es so, dass ich für alle dort vor Ort erwirtschafteten Einkünfte über $2.000 in den USA Steuern zahlen muss. Ja. Das heißt also, ich könnte jetzt nicht in den USA 3 Monate im Urlaub unterwegs sein und dann meine Einkünfte als Trader, Nomade steuerfrei vereinnahmen. Ich müsste dort Steuern bezahlen. Das muss man also konkret für jedes Land klären. Deswegen kann ich jetzt hier keine Liste mit Ländern ausgeben. Aber es gibt Länder. Also zum Beispiel ein interessantes Land kann Tschechien sein. Da ist es explizit geregelt. Also wir hatten ja vorhin viele Länder besprochen, wo es eine Grauzone ist, ja, und wo dann die Dinge eben nicht explizit geregelt sind, sondern sie einfach dann drauf verlässt auf ein Ave Maria und den Heiligen Geist sozusagen, dass es steuerfrei ist. Aber in Tschechien zum Beispiel ist es explizit so geregelt, dass man, wenn man dort für ausländische Kunden oder Arbeitgeber tätig ist, was ich ja so gestalten kann, und dort weniger als nur 83 Tage bin, dann sind diese Einkünfte, selbst wenn ich vor Ort in Tschechien arbeite, dann dort steuerfrei. Also da muss man sich dann einfach die richtigen Länder raussuchen, bedenken, was ich dann eben zu den USA gesagt habe zum Beispiel, und dann ist es tatsächlich dort steuerfrei. Natürlich muss man immer beachten, Dividende ist in vielen Ländern mit Quellensteuer belastet. Die kriege ich dann natürlich auch nicht zurück. Ich habe keine lokale Steuer, mit der ich die Dividendensteuer, Quellensteuer berechnen kann. Also darauf muss man achten, aber natürlich oftmals Veräußerungssumme sind sowieso steuerfrei. Dann kann ich nur sagen, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Sehr interessant. Hat mich gefreut. Ja, war ein sehr interessantes Gespräch. Wer sich weiter informieren möchte, wer Fragen hat, gerne in die Kommentare schreiben. Oder auf unserer Webseite, Link ist angegeben in der Beschreibung. Formular ausfüllen, Beratungsgespräch, buchen. So machen wir das. Wunderbar.